bin mir sicher, dass euch die Anna aus der Zukunft bereits Kontext gegeben hat und ein bisschen das Thema eingeleitet hat. Ich weiß nicht, wann die Anna aus der Zukunft dieses Video filmen wird, das sie gefilmt hat, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade schwanger bin. Das wird sich herausstellen. Ich hatte gestern so ein paar Symptome. Ich bin zwar erst ungefähr bei der Zeit, wo die Implantation stattfinden würde, also die Einnistung, aber trotzdem glaube ich, dass es Symptome waren. Wobei es natürlich immer so schwierig ist in dieser 2-Week-Wait-Phase, wo man nicht weiß, ob man schwanger ist, aber die Ovulation, also der Eisprung bereits stattgefunden hat. Das ist halt immer so schwierig. Da kann man eigentlich nicht wissen, dass man schwanger ist. I don't know. Wir versuchen ja schon seit ein paar Monaten schwanger zu werden und ich habe so eine Science daraus gemacht und ich zeige euch das jetzt nicht genau, aber ja, es ist ausführlichst und habe mir eben gestern dann auch diese Symptome aufgeschrieben. Ich hatte vor, morgen einen Test zu machen und ich werde jetzt gleich mal zu DM gehen und Tests kaufen. Ist so am Tag 9 nach dem Eisprung schon ein bisschen früh, aber ich glaube, was ich so gesehen habe, gibt es da schon so die ersten positiven Tests. Also ihr müsst wissen, ich bin einfach, seit ich denken kann, extrem interessiert an dem Thema Schwangerschaft und Kinderkriegen und all diese Sachen. Ich habe mich tatsächlich mal mehr so informiert, was die Hebammenausbildung angeht, aber ich glaube, das wäre überhaupt nichts für mich. Aber grundsätzlich so das Interesse ist voll da. Und ich habe auch einfach schon jahrelang, also seit ich denken kann, seit ich YouTube verwende, schaue ich schon so alle möglichen Schwangerschafts-Updates-Videos. Ich habe schon so viele Bücher dazu gelesen. Ich weiß einfach schon ganz genau, also ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich weiß einfach schon so ganz genau, wie das in meiner Wunschvorstellung ausschaut. Vor allem so die Momente, die man kontrollieren kann. Weil man kann natürlich nicht kontrollieren, ob das Kind gesund ist. Man kann natürlich beisteuern, aber man kann das nicht durch Kontrolle alles perfekt machen oder so. Aber die Momente, die man kontrollieren kann, wie man es dem Partner sagt oder was ich auf YouTube damit machen möchte, das finde ich halt total spannend und ich finde es einfach so cool, jetzt in diesem Moment zu sein, auch wenn ich nicht weiß, ob ich jetzt schwanger bin, aber ich weiß, dass die Journey beginnt und früher oder später und das ist einfach crazy, jetzt so die Person zu sein, die ich immer als Kind oder als Jugendliche, nicht als Kind, aber als Jugendliche sein wollte. Ich wollte auch so diese Momente erleben und jetzt bin ich einfach in einem Alter, wo ich das mache und es ist ziemlich crazy. Also, ich werde gleich mal zu DM gehen, Tests kaufen und morgen meinen ersten Test machen und euch mitnehmen. Es ist übrigens nicht mein erster Test. Wir versuchen seit ein paar Monaten schwanger zu werden und ich habe schon einige negative Tests gemacht. Also ich hoffe, dass die jetzt nicht wieder einfach in den Müll landen und unnötig waren, sondern dass es vielleicht jetzt soweit ist. Ich habe irgendwie das Gefühl. Aber ich will mir auch nicht falsche Hoffnungen machen. Hallo! Ungefähr ein Monat ist vergangen, seit ich den letzten Clip gefilmt habe. Und ja, was soll ich sagen? Ich war nicht schwanger. Ich war mir so sicher, dass ich schwanger bin. Ich war nicht schwanger. Umso länger es dauert, desto mehr realisiere ich, wie ähnlich die Symptome sind. Das heißt übrigens gerade ein Kastel. Wie ähnlich die Symptome sind zwischen Periode und Schwanger und Early Pregnancy. Also es war mir noch nie so bewusst, dass einfach alle Symptome, wo ich mir so sicher bin, ich bin bestimmt schwanger, dass das halt einfach so ähnlich ist wie PMS oder halt alle möglichen Symptome während der Periode. Also zum Beispiel, meine Brüste beginnen zu schmerzen und werden echt groß. Das habe ich noch nie so mitbekommen wie jetzt, wo ich so auf jede mögliche Andeutung einer Schwangerschaft achte. Also gerade die Brüste oder sowas wie Übelkeit, mir wird es irgendwie so recht leicht übel. Und so ein bisschen energielos. Aber rational weiß ich, dass man in der 4. Schwangerschaftswoche noch keine Symptome hat, wirklich. Also zumindest alles, was ich mir durchlese. Und es kann auch fast gar nicht sein, weil die Einnistung ja gerade in der Woche auch passiert. Und deswegen ist es für mich so, ich weiß rational, wenn ich jetzt Symptome habe, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass ich meine Periode bekommen werde. Zum Beispiel, ich sollte ungefähr in 3-4 Tagen meine Periode bekommen. Eigentlich hätte ich jetzt schon längst einen Test gemacht. In den vergangenen Monaten war ich immer so, sobald ich testen konnte, habe ich getestet. Diesmal nicht. Und diesmal glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht lasse ich es einfach drauf ankommen, bis meine Tage kommen, weil die kommen bestimmt, weil ich habe einfach schon seit circa
4 Tagen voll die Brustschmerzen. Und das kann nicht sein, dass es am Tag der Einnistung schon beginnt, dass ich Brustschmerzen habe. Also ich bin wahrscheinlich nicht schwanger. Und ja, ich habe mich diese Woche auch zum ersten Mal so richtig getriggert gefühlt, als ich Pregnancy Announcements von anderen Influencerinnen gesehen habe. Einerseits natürlich habe ich mich total für sie gefreut und habe auch mich voll in das Ganze reingestürzt, das Q&A gelesen, alles Mögliche und fand das halt total cool. Aber andererseits hat man dann so irgendwie, ja, man vergleicht sich dann irgendwie oder man stellt sich das irgendwie so vor, wie wäre es, wenn das jetzt ich wäre, wenn das jetzt mein Glück wäre. Und das habe ich halt nicht. Oder ich weiß nicht, ob ich es haben werde. Ich habe diese Ungewissheit. Und man fragt natürlich dann schon, was ist irgendwie so, was ist das Problem? Und das hat mich sehr traurig gemacht. Also da war ich letztens, also am Wochenende mit Scott, bin ich durch Manhattan spaziert und habe da so richtig realisiert, wie sehr mich das eigentlich betroffen hat, das zu sehen und dass ich mich halt mehr abkapseln muss, wobei das halt auch schwer ist, weil ich mich, wie gesagt, natürlich total freue für die Personen, die gerade so ankündigen, dass sie schwanger sind und auch voll gerne so den Content konsumiere, weil mich halt Schwangerschaft und so weiter voll interessiert. Also das ist halt so das Schwierige, dieses zweischneidige Schwert von Excitement und einfach mitfreuen und informieren und Entertainment, I guess. Und aber auch wiederum die Schmerzen, die das verursacht, wenn man einfach selber schon seit mittlerweile, glaube ich, 5 Monaten probiert, schwanger zu werden. Und ja, aber andererseits, es kann halt auch bei vielen Paaren einfach länger dauern. Und das ist ganz normal. Und das einzige Problem, das ich halt habe, ist, dass ich einerseits diese Statistiken immer wieder höre, so hey, es dauert einfach länger. Und andererseits lese ich dann aber auch immer oder höre ich dann immer von Freundinnen oder von Influencerinnen oder so, dass es sofort geklappt hat, so früher als sie gedacht hätten und beim ersten Versuch oder beim zweiten Versuch. Das macht mich dann immer so stutzig, weil ich einerseits vertraue ich der Statistik und andererseits denke ich mir so, wenn ich jetzt meine eigene Statistik aufbauen müsste oder erstellen müsste, dann wären es wirklich 90% Personen, die ich so kenne oder verfolge, die beim First Try oder Second Try schwanger wurden. Und das ist halt für mich dann so, welcher Statistik vertraue ich jetzt? Was kann ich jetzt irgendwie... Ja, anyway. Wie ihr hört, warten wir mal ab, was die Woche so bringt. Wie gesagt, ich habe eine sehr, sehr, sehr starke Vermutung, was sie bringen wird. Also Leute, meine Vermutung hat sich bestätigt. Ich habe heute in der Früh schon so ein bisschen die Ahnung gehabt, dass ich meine Tage bekomme. Habe dann trotzdem einen Test gemacht, weil ich mir dachte, schadet nicht, ich habe ihn, ich mache ihn jetzt einfach. Natürlich war er negativ, mal wieder eine Enttäuschung. Ich sollte mir das endlich mal abgewöhnen. Aber ich bin halt hier bei Scotts Familie und da wird halt jeden Abend irgendwie ein Glas Wein getrunken. Und irgendwie dachte ich mir so, okay, ich möchte einfach wissen, ob ich es drauf ankommen lassen soll oder eher nicht. Ob ich Nein sagen soll oder Ja sagen soll zu dem Glas Wein. Klingt dumm, aber ich wollte einfach nur Gewissheit haben. Aber mein Körper teilt mir das jetzt auch unabhängig von dem Test schon sehr mit. Also ich kriege jetzt schon so ein bisschen Krämpfe. Ja, wir überlegen halt, wie wir das jetzt machen, weil Scott eigentlich gerne im Jänner nach Indien fliegen würde für einen Monat, weil wir auf eine Hochzeit eingeladen sind. Für mich wäre es auch eine Möglichkeit, dort einige Produktionen zu besuchen. Nur das Problem mit Indien ist halt der Zika-Virus. Also wir sind jetzt gerade so unsicher, ob jetzt, wo ich weiß, dass ich nicht schwanger bin, ob wir nach Indien fliegen sollen. Einfach weil es kann sein, dass ich bis dahin doch noch schwanger werde und es kann aber auch sein, dass ich dann danach schwanger werde und das wäre auch nicht so gut, weil ich glaube, man muss so 3 Monate warten, wenn man aus einem Zika-Virus-Gebiet zurückreist. Ja, und warten wollen wir nicht wirklich. Deswegen, ja, jetzt so die Frage, wie wir das machen sollen. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich wieder in Berlin bin, mal einen Termin mit meiner Gynäkologin ausmachen und einfach mal ein paar Tests vielleicht machen und auch mit ihr mal über Indien sprechen. Und dann entscheiden wir, was wir tun. Aber ja,
Ich bin irgendwie nicht ganz so enttäuscht wie die letzten Monate, weil ich habe mich schon darauf eingestellt. Aber trotzdem nicht schön, wieder einen negativen Test zu sehen. Ein weiterer Monat vergeht und wieder mal erfolglos. Ich habe jetzt eine neue Sache, die ich ausprobieren werde, und zwar TCM. Ich war zwar bei keinem TCM-Arzt, sondern also ich gehe zur Akupunktur, unter anderem auch für den Kinderwunsch, und da hat mir jetzt der Akupunkteur diesen Tee empfohlen, der anscheinend sehr gut sein soll. Ich habe keine Ahnung, was es genau ist, aber ich werde es jetzt einfach mal nehmen. Dadurch, dass es jetzt schon längere Zeit eben nicht klappt, haben wir uns beide noch einen Arzttermin ausgemacht. Das findet dann nächste und übernächste Woche statt, und da werde ich euch auch natürlich gerne berichten davon und mitnehmen. Ja, ich war ziemlich traurig deswegen, aber mir geht es jetzt mittlerweile schon wieder besser. Ich habe den Scott gerade bei der Kinderwunschklinik abgegeben für so ein paar Untersuchungen. Wir haben uns das in diesem Monat einfach vorgenommen, weil es halt doch schon ein bisschen länger gedauert hat jetzt, dass wir einfach mal checken, so die grundlegenden Dinge abchecken, wie es ausschaut, ob alles passt, und genau. Ja, wir gehen schon, Ellie. Ja, wir gehen schon. Ich melde mich dann, wenn ich weiß, ob ich irgendwelche Stories zu erzählen habe von unseren Experiences. Bei mir geht's dann, ich habe dann erst in 2 Wochen oder so, 1,5 Wochen, einen Termin bei der Frauenärztin. Yeah, it's okay. Okay, you wanted to have the results from your sperm test? Yes, please. Okay, and it looks all fine. So, it was enough liquid to try and conceive with your partner? Yeah, my wife and I have been trying to conceive for about, 6 or 7 months, Okay. with no luck so Not very far. long. Yeah. Well, it feels like a long time, I guess. Yeah, it does feel like long, but it's, from a medical point of view, it's not a long time. And how old is your wife? 27? Okay, and does she have a regular cycle? Yes. Bye. Bye-bye. I knew that I was okay. Well, that's good. So we have another 4 to 6 months is normal. So meaning 10 to 12 months of trying until they recommend to come in. Which is good because then now it's November, end of December, January, February, March, April, May. If we're not pregnant by then, we go in. So easy. The question is, what are we doing wrong that you're not pregnant? Believe me, I've basically studied this subject by now. Knowing that you're okay is a big help, but also a big question mark. But now that we know your sperm is okay, we know that, and my cycle is somewhat regular, we know that technically it should be working. So I'm just gonna, take my gut bacteria, which is also recommended, go to my acupuncture, She's telling us try she to got be your less phone call, stressed. so let's- Ich habe eine Headspace-Meditation gestartet, die heißt Trying to Conceive, und ich werde das jetzt jeden Tag machen, weil das Gute ist, dass es darin nicht nur um Meditation geht, was den Stress abbaut und Anxiety ein bisschen verringert, sondern es geht auch eben genau um das Thema trying to Conceive und wie sich das anfühlen kann und die negativen Gedanken, die man in dem Prozess auch oft hat. Ist auf jeden Fall, glaube ich, wichtig, dass man einfach ein positives Mindset hat, und das hatte ich in den letzten Wochen nicht wirklich. Also bei mir ist irgendwie am Anfang war irgendwie so extrem Excitement und wird schon, und dann war manchmal natürlich auch Negatives, aber ich habe immer dran gedacht, jedes Monat, und jetzt bin ich so, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann, schwanger zu sein oder zu werden, weil ich mir denke, es hat die letzten Monate nicht geklappt und es war immer ein Disappointment, und deswegen stellt sich mein Körper jetzt irgendwie schon so drauf ein, oder meine Gedanken quasi, damit ich nicht verletzt werde, dass ich halt einfach sehr geringe Erwartungen habe, und das ist irgendwie auch nicht so gut, weil natürlich ist es auch mit Negativität und negativen Gedanken verbunden. Genau. So, wir haben den 5. Dezember und ich wollte euch ein ganz kurzes Update geben. Und zwar haben wir
ein paar Bescheide bekommen von unseren Ärzten. Wir waren ja bei einer Kinderwunschklinik für Scott und meiner Frauenärztin für mich, um zu schauen, ob alles okay ist. Bei der Frauenärztin haben wir gleich mal mit Ultraschall geschaut, also weil ich genau meinen Eisprung um die Tage herum irgendwie hatte, wo ich dort war, haben wir gleich mal mit Ultraschall nachgeschaut und tatsächlich war da ein Ei, das quasi am Springen war. Es war ca. 15 mm groß und die Frauenärztin meinte, dass ich meinen Eisprung wahrscheinlich 2-3 Tage später haben werde. Ich habe dann auch meine Ovulation getrackt und habe tatsächlich ein bisschen später sie getrackt, als ich angenommen hatte. Also war irgendwie beim Frauenarzt am Mittwoch oder so und sie meinte, dass ich Freitag oder Samstag meinen Eisprung haben werde und ich glaube, ich hatte ihn erst Sonntagnacht, jetzt ist gerade Dienstag. Das heißt, ich bin jetzt in meiner 2-week wait. I hate it so much. Es sind so die 2 Wochen, wo man nicht weiß, ob man schwanger ist, wo man irgendwie so alles versucht zu interpretieren und sich irgendwie verrückt macht. Und ich war in Therapie auch letzte Woche und habe da ein bisschen über dieses Thema gesprochen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe die Hoffnung so ein bisschen verloren. Ich weiß natürlich, manche Paare probieren es viel länger, als was wir es jetzt probieren, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, dass ich die ersten Monate sehr hoffnungsvoll war und jedes Monat mir gedacht habe, ja, ich bin jetzt bestimmt schwanger. Und jetzt die letzten 2 Monate habe ich so das Gefühl, war es so, ja, ich habe es mir irgendwie nicht wirklich vorstellen können. Also ich hatte diese Vision von, ich mache jetzt einen positiven Schwangerschaftstest und ich bin jetzt schwanger, hatte ich irgendwie nicht mehr. Also ich habe irgendwie so diese Hoffnung verloren und die ist jetzt irgendwie wieder da. Ich glaube, die letzten Tage waren wir sehr hoffnungsvoll. Also ich habe jetzt gerade auch einen Anruf von meiner Frauenärztin bekommen. Wir haben nämlich meine Schilddrüsenwerte gemessen. Es gab eigentlich keinen Grund dafür, also jetzt grundsätzlich hätte sie das nicht gemacht, aber ich habe ihr meine Werte gezeigt, weil ich habe die vor einem Jahr mal messen lassen im Zuge einer gesunden Untersuchung und da waren sie ein bisschen erhöht und das ist gerade bei Kinderwunsch nicht ganz so ideal, weil dann die Hormone im Körper nicht ganz so ausgewogen sind oder so vielleicht funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Wir haben nämlich die Vermutung gehabt, dass ich vielleicht einen ganz normalen Zyklus habe, also mein Zyklus ist manchmal so 4 Tage kürzer oder länger, aber ich habe so einen recht regelmäßigen normalen Zyklus und ich habe auch immer eigentlich einen Eisprung, also ich merke es auch irgendwie anhand verschiedener Faktoren. Aber wir haben also die Vermutung gehabt, dass vielleicht in der 2. Zyklushälfte, dass da die Hormone vielleicht nicht ganz passen und somit sich das Ei nicht einnisten kann. Ja, die Werte sind aber gut, das heißt, es sollte eigentlich funktionieren. Und jetzt sind wir natürlich sehr hoffnungsvoll, weil wir wissen, dass so im Großen und Ganzen alles okay ist. Ja, wie sind wir jetzt verblieben? Wir werden jetzt einfach mal weiter probieren und hoffen. Und Ende Januar wird dann Scott von Indien zurückkehren und wir werden ihn auf Zika-Virus testen. Das ist so ein bisschen so unsere Problematik, dass er für 3 Wochen in Indien sein wird und da muss man halt sehr vorsichtig sein, wenn man danach versucht, schwanger zu werden. Das heißt, wir werden ihn auf jeden Fall testen und wenn ich da immer noch nicht schwanger bin, zu dem Zeitpunkt werden wir auch eine Zyklusanalyse machen, meine Frauenärztin und ich. Da werde ich dann mehrmals im Monat vorbeikommen müssen und wir werden, glaube ich, meine Hormone testen, um zu schauen, wann ich genau meinen Eisprung habe und wie die Hormone im Laufe des Zyklus sich verändern. Ich werde auf jeden Fall einen Test machen, nächste Woche, wahrscheinlich in einer Woche von heute, weil ich nicht genau weiß, wann ich meinen Eisprung hatte. Ich habe zwar schon mit diesen Ovulation-Teststreifen meinen LH-Wert immer getestet, jeden Tag, 2-mal am Tag, aber ich habe trotzdem die Vermutung, dass ich den Eisprung nicht ganz genau getrackt habe. Das heißt, ich werde auf jeden Fall, um auf Nummer sicher zu gehen, mindestens so 10 Tage nach meinem Eisprung warten und dann erst einen Test machen. Aber ja, mal schauen. Ich habe so die Hoffnung, aber es war auch ein echt später Eisprung, später als erwartet. Also ich hoffe, dass wir es gut getrackt haben. Also ich hoffe, dass wir am richtigen Tag versucht haben, ein Kind zu zeugen.